Na, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Ich bin gerade zurück und es gibt ein paar weitere Patch-News. Und da gucken wir natürlich direkt mal rein. Also, was gibt's Neues? Es gab jetzt am 28. nachts nochmal einen kurzen Patch. Es gab nochmal ein paar Veränderungen. Also, nachdem zuletzt einiges überarbeitet wurde, wir sehen hier unten die Minimap zum Beispiel und solche Kleinigkeiten. Jetzt wurde eben nochmal ein bisschen dran rumgefeilt und das ist gut so, denn das zeigt uns, es wird weiter dran gearbeitet. Apropos Minimap, da kamen immer mal wieder die Fragen auf, ja hör mal, wie kann man das denn ran und rauszoomen? Natürlich einfach simpel mit dem Mausrad, aber man darf keine Route in der Hand haben. Dann kann man richtig schön nah ranzoomen, wo man da genau steht oder eben noch weiter rauszoomen. Ja, mega praktisch. So, das so als kleiner Einschub und jetzt gucken wir einfach noch mal kurz rein, was es denn sonst noch so gab. Behoben. Es war nicht möglich, den Anker im Boot während des Ablaufs des Bootstickets zu kontrollieren. Bootsticket ist abgelaufen, Anker kontrollieren, also da gab es Kollision wohl, das wurde behoben. Es gibt vieles, was einfach nur behoben wurde. Das macht das Ganze interessant. Die Spielfigur konnte sich spontan wegbewegen. Also, da gab es ein paar Meldungen, hatte ich auch im Live-Chat gehört, beziehungsweise ja, im Discord, dass man auf einmal irgendwie weggebackt war oder irgendwelche solche Sachen. Das wurde auch behoben. Problem behoben. Das Problem in der Physik der Zitterspitze führte zu einem Fehler der Route. Okay, Zitterspitze habe ich glaube ich gerade nicht zur Hand. Also hier vorne die feine kleine Zitterspitze. Auch da wurde alles schön behoben. Das ist doch gut. Dann wurde im vorherigen Patch die Physik der Softbaits eingeführt. Also dass sie sich so ein bisschen bewegen. Auch das wurde nochmal wieder rausgenommen. Und da gibt es anscheinend noch kleine Fehler, dass das dann ja, demnächst wohl vielleicht erst wieder reinkommt, wenn das alles behoben ist. Aber das ist gerade nochmal wieder raus. Dann die Bewegungsanimation der Spielfigur. Läuft er jetzt anders? Hier so über, macht er so einen auf X-Beine hier so? Bam, 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 bam. Könnte, ne? Ich meine schon, ne? Dass er das, ich meine, da achtet man ja wenig drauf, ne? Vielleicht hat man das so ein bisschen gesehen vom Schatten. Dass der ist immer noch so ein bisschen mau. Wobei, der ist einfach jetzt gerade... Ja, vielleicht einfach ein bisschen weicher. Nee, aber im Großen und Ganzen, ja, bisschen andere Bewegung. Fühlt sich deutlich agiler an, deutlich flüssiger irgendwie. Dem Spiel wurde eine neue Variant, Mechanismus hinzugefügt, um das Übersetzungsverhältnis der Trient California zu ändern. Moment, Weihnachtsmarkt, Trient California, das ist sie. Anderes Übersetzungsverhältnis? Sehen wir da was anderes? 2:4? 2,4:1? Okay, sehe ich gerade keine Veränderung. Ja, ich habe gerade auch nochmal im Shop geschaut, also auch da gibt es nichts. Dem Spiel wurde ein neuer Variantmechanismus hinzugefügt, um das Übersetzungsverhältnis der Trient California 40-Rolle zu ändern. Ja, scheint so, als ob man das umstellen kann, aber das wird hier noch nicht angezeigt. Ob es hier nochmal eine weitere Version gibt oder eine weitere Änderung, gute Frage. Wenn du die Rolle vielleicht besitzt, gerne mal benachrichtigen, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man die jetzt umstellen kann und ob man jetzt einen anderen, vielleicht einen schnelleren Modus hat zu diesem langsamen. Das wäre natürlich crazy. So im Moment... ja, interessant, aber nicht zwingend notwendig, die Rolle, weil das eben wirklich ein sehr, sehr, sehr langsames Teil ist. Ne? Mit 2,4 hat das Ding ja quasi nur einen Kraftgang und keinen Geschwindigkeitsgang. Heißt also, wenn du so einen 3 Kilo Fisch aus 200 Meter Tiefe hochkurbelst, dauert das genauso lang wie ein 30 Kilo Fisch. Einfach wahnsinnig lang. Also, hier sieht man nichts. Wie gesagt, wenn das Teil eine andere Übersetzung jetzt hat oder man kann das Ding umstellen, gerne berichten. Dann gibt es Balancing-Geschichten und das lässt einen natürlich immer aufhören, denn ja, Balancing, die Laube generiert am Fischmarkt mehr Silber.
Die Laube. Und die war doch jetzt schon so gut. Also wir haben doch eh schon mit dem Laubenangeln wahnsinnig viel Kohle gemacht. Das heißt, gerade für sämtliche Anfänger, und da sagen wir mal die Anfänger bis Level 30, sagen wir mal Mitte 20. Also bis dahin ist Laubenangeln noch effektiver geworden. Also einen Spot suchen, nochmal reingucken, wie man das so genau macht mit dem Laubenangeln und dann Attacke Vollgas hier auf Laube und mal gucken, was die denn dann so an Cash bringen. Ich werfe mal so nebenbei rein und geht die Happy Hour los. Und dann gucken wir mal, was sich noch geändert hat. Also, die Laube soll schon mal mehr Cash bringen. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn noch? Balancing, das Koori-Fältchen generiert am Fischmarkt mehr Silber und Erfahrung. Koori-Fältchen finde ich sehr cool, ist allerdings auch ein Fisch, der nicht so häufig ist. Und dementsprechend, ja, wenn sowas dann mal reingeht, wenn man mal eine Stelle hat, wo man ein bisschen mehr Koori-Fältchen fängt, warum nicht? Absolut eine faire Sache, ist allerdings, wie gesagt, ein seltener Fisch und es gibt immer mal wieder so ein paar Spots, habe ich auch in der Playlist drin zum Koori, einfach mal gucken, da gibt es so 2, 3 Spots, wo man immer mal wieder ganz gut Koori-Fältchen fangen kann. So, was haben wir als nächstes? Wir haben noch mal eine Balancing-Geschichte, betrifft allerdings wohl nur die alte Festung und zwar die Quappe generiert am Fischmarkt an der alten Festung, steht da explizit, also heißt wohl nicht grundsätzlich und überall, sondern am Fischmarkt an der alten Festung mehr Silber und Erfahrung. Ob das so ein Ding ist, dass man dann in der Nacht einfach ein bisschen mehr Cash bekommt, wenn man im Level 12 Bereich unterwegs ist. Also, dass man da vielleicht noch einen Fisch hat für die Nacht, der einfach auch noch mal ein bisschen boostet im Low-Level-Bereich. Könnte durchaus sein. Wie das dann natürlich aussieht, ob man sich jetzt einen Kescher mit Quappen einigermaßen voll macht und dann extra zur alten Festung fährt, ob sich das lohnt, schwer zu sagen. Ne? Oha, wir ballern hier, glaube ich, die Döbel rein. Vielleicht gerade nicht die richtige Stelle für Laube. Zack, der nächste Döbel. Ich suche mal nebenbei ein bisschen weiter. Dann kommt ein ganz witziges Ding und da muss ich sagen, bin ich ja mega gespannt. Auch das werde ich auf jeden Fall nochmal weiter testen. Einer meiner Lieblingsfische, weil es eben in dieser Art und Größe nicht so viele gibt. Balancing, erhöhtes Durchschnittsgewicht des Aalands. Aber das an der Belaya. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir zukünftig an der Belaya nochmal etwas mehr Aaland mit dabei haben, was gar nicht so schlecht ist. Der geht ja auch gerne mal auf Kunstköder und das heißt, wir nehmen natürlich gerne auch, einen schönen Hasel, wir nehmen natürlich auch gerne noch mehr Aaland mit, wenn der da schön reinballert auf Kunstköder und jetzt vom Durchschnittsgewicht noch mal ein bisschen größer geworden ist, gar nicht verkehrt, nehmen wir doch gerne mit. Was haben wir noch? Ein erhöhtes Durchschnittsgewicht des Kaulbarsches am Moskitosee. Nächster Fisch. Im Video Was angeln? Alles in der Info drin, alles in der Playlist drin zum Tutorial 2022-23 ist immer noch aktuell. Solange sich da noch an den Basics nichts ändert, ist das immer noch das aktuelle Tutorial. Ja, in der Playlist sage ich auch schon mehrfach, Kaulbarschangeln. Jetzt noch mal mehr. Kaulbarschangeln. Wenn du planlos bist, wenn du ein schlechtes Setup hast, wenn du anfängst mit dem Game, ab in die Nacht mit einem verdammten Regenwurm, ab ans Wasser setzen, in so Grünzeugbereichen hinwerfen, Kaulbarschangeln. Infos reinziehen, wie das geht. Also jetzt der Kaulbarsch noch mal besser. Erhöhtes Durchschnittsgewicht des Kaulbarschs am Moskitosee. Bedeutet einfach mehr maßige Kaulbarsche und die bringen dann auch mehr XP und mehr Silber. Also lohnt sich extrem. Nächstes Ding, Balancing. Erhöhtes Durchschnittsgewicht und Populationsgröße der Goldschleie am Moskitosee. Richtig crazy. In den letzten Wochen haben wir immer mal wieder gesehen, dass die Goldschleie auch bis in Trophy-Größe am Moskitosee gefangen wurde. Mehr als am Bärensee. Und wenn das jetzt so ein
naja, so ein Hinschubser ist der hochleveligen Spieler in Richtung Goldschleie am Moskitosee, ist das natürlich ein schönes Ding, ne? Also, warum nicht einfach mal versuchen und testen, ob man nicht die Goldschleie dann irgendwann am Moskitosee abhaken kann. Wäre doch ein richtig gutes Ding. Jetzt gucken wir auch nochmal, was gibt es noch. Durchschnittsgewicht, genau, Balancing des Welses am Moskitosee wurde auch erhöht. Okay, also auch da der Wels durchaus möglich, dass der jetzt ein bisschen größer wird. Wurde erhöht. Ob jetzt der Moskitosee der neue Weltsee Nummer 1 wird, ich würde sagen wahrscheinlich eher nicht. Aber durchaus eben die Chance, dass man jetzt am Moskitosee auch durchaus schon mal aus Versehen vielleicht einen richtig großen Wels dran bekommt. Und richtig groß für den Moskitosee ist auch ein Wels, der irgendwas um die 10 Kilo hat. Da hast du dann halt im Low-Level-Bereich auch schon richtig Fett Action, wenn sowas mal deutlich leichter rangeht. Ja, im Großen und Ganzen sind das halt kleine Patch-News, nichts Weltbewegendes, aber schon einiges halt an netten Infos, was natürlich immer spannend ist. Das mit den Lauben, das mit dem Aaland, das mit dem Kaulbarsch und das natürlich auch mit der Goldschleie. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Infos. Und ja, wie gesagt, wenn du noch Infos hast zur California, ob sich da jetzt tatsächlich was geändert hat, ob man da jetzt einen zweiten Gun irgendwie umstellen kann oder so, gerne mit in die Infos reinschreiben, in die Kommentare einfach mit rein damit. Ja, wäre natürlich super und ich teste jetzt hier weiter auf Laube und gucke mir das dann später mal an, inwieweit sich das erhöht hat und ob ich dazu noch Preise finde. Wenn ich dazu gleich noch was finde, blende ich das jetzt einfach hier nochmal mit ein, wie sich das verändert hat von damals zu jetzt und wie das dann aussieht mit den Lauben am Windenbach. Also, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.